Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid oder besser gesagt bei meiner Weihnachtsbäckerei, denn es geht weiter. Ich zeige euch heute meine Burgländer Plätzchen. Die sehen total schön aus und sind so lecker. Und dafür braucht ihr für ca. 40 Stück 250 Gramm Mehl, 120 Gramm weiche Butter, 80 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei, für den Baiser 3 Eiweiß, eine Prise Salz, 220 Gramm Puderzucker, 4 Esslöffel Hagebutte-Marmelade, 4 Esslöffel Aprikosenmarmelade und beide sollten ohne Stückchen sein. Und dann braucht ihr noch einen Blumenausstecher mit einem Durchmesser von 5 bis 6 Zentimeter. Legen wir los. Das Ganze mache ich heute ohne Maschine und zwar, so hat es meine Mama immer gemacht, und zwar einfach das Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche geben, eine Mulde hineinmachen, da kommt das Ei hinein, der Puderzucker, der Vanillezucker und die Butter wird so flöckchenweise außenrum gelegt und dann erstmal mit den beiden Teigschaber klein gehackt. Und dann geht es weiter mit den Händen. Einfach durchkneten, bis man einen richtig schönen glatten Teig hat. So soll er ausschauen. Der kommt jetzt in eine Frischhaltefolie und da darf er gute 3 Stunden kühlen, denn die Butter sollte wieder hart werden. Ja, in der Zwischenzeit machen wir auch unsere Baisermasse. Und zwar den Puderzucker müsst ihr unbedingt sieben, damit er einfach feiner ist. Den siebt ihr in eine Schüssel. So sieht's aus. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Eiweiß. Das kommt in eine Schüssel. Da gibt ihr eine Prise Salz dazu. Und das wird jetzt erstmal so gute 3 Minuten aufgeschlagen. Wenn das dann so ausschaut, so richtig schön weiß und auch ziemlich stark an Volumen zugenommen hat, kommt nach und nach der Puderzucker mit dazu. Und was ganz wichtig ist bei der Baisermasse ist, habt Geduld. Ihr müsst jetzt mindestens 10 bis 15 Minuten rühren. Das soll so richtig schön fest werden. Perfekt. Also man sieht, es läuft nichts mehr runter. Das ist ganz wichtig, denn sonst fließen euch die Türmchen von den Keksen wieder runter. Und das wollen wir ja nicht. Die Baisermasse kommt jetzt nochmal für 30 Minuten in den Kühlschrank. Hier ist mein Blumenausstecher. Den gibt es in verschiedenen Größen, aber meiner hier hatte einen Durchmesser von 25. Meiner hier hatte einen Durchmesser von 5 cm. Ihr könnt auch größere nehmen oder kleinere. Dann habe ich hier meinen Teig. Der wird jetzt ausgerollt und zwar gute 5 mm. Dann braucht ihr euren Ausstecher und dann stecht ihr Blümchen aus. So sehen sie aus und die kommen dann auf ein Backblech. Und sollten sie an der Arbeitsplatte kleben, einfach mit einem ziemlich flachen, biegsamen Messer vorsichtig unten durchschieben und dann lösen sie sich von der Arbeitsplatte. Ja, und jetzt brauche ich meine Baisermasse. Die gebe ich in einen Spritzbeutel mit einer kleinen Sterntülle und dann kommt auf jede Blüte so ein kleines Türmchen. Also das ist ein klein wenig Arbeit, aber es lohnt sich. Die sehen wirklich total schön aus. Und hier sieht man auch ziemlich gut, dass meine Baisermasse richtig fest war. Das ist wirklich wichtig, dass ihr die Baisermasse lange aufschlägt, sodass sie die Chance hat, richtig kräftig zu werden, fest zu werden, dass sie nicht auseinanderläuft. Ja, das machen wir jetzt mit jedem Plätzchen. Und dann kommen die bei 170 Grad so, ich würde mal sagen 15 Minuten in den Ofen. Passt aber auf, dass sie euch nicht verbrennen. Die werden ziemlich schnell braun, also das Baiser. Nach dem Backen sollten sie komplett auskühlen. Am besten ein paar Minuten am Backblech und dann auf ein Kuchengitter legen, sodass von oben und unten schön auskühlen können. Wenn sie ausgekühlt sind, dann braucht ihr eure Marmelade oder Konfitüre. Ich hatte jetzt hier Hagebuttenmarmelade oder wie wir in Franken sagen, Hiffenmarmelade und eine Aprikose. Ihr könnt jede x-beliebige Marmelade nehmen. Also es müssen jetzt nicht unbedingt die zwei sein. Ich habe die Hiffenmarmelade genommen, weil ich die unheimlich gut finde bei Plätzchen. Und die hat auch so eine schöne rote Farbe. Und ja,
Aprikosenmarmelade, die mag ich. Ihr könnt aber auch Maracuja oder sowas Gemischtes auch nehmen. Die Marmelade kommt jetzt in einen Spritzbeutel hinein und dann wird die Mitte von dem Plätzchen mit Konfitüre, Marmelade aufgefüllt. Und ihr seht, die Baiser-Masse ist auseinandergegangen und so kann die Marmelade, Konfitüre nicht hinauslaufen. Ja, und dann sind sie fertig. Sieht es nicht schön aus? Das sind so schöne Plätzchen und die sind so lecker. Dieser Mürbteig, das Baiser, dann das fruchtig Frische von der Marmelade. Einfach genial. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.